Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Ich bin heute wieder nicht allein dabei, habe Verstärkung mitgebracht, diesmal aus den eigenen Reihen. Max unterstützt mich heute tatkräftig. Ja, schön wieder hier zu sein. Genau, Max kennt ihr ja schon aus dem letzten Video mit Smilla und wisst, der hat die Taschen in der Regel vollgepackt mit Messern, deswegen der Pocket Check. Max, was hast du heute dabei? Ja, heute habe ich Urban Trapper Automatik dabei, hier aus der Eigenfertigung. Sehr geiles Springmesser, passt heute nicht ganz zum Thema, deswegen stecken wir es wieder weg. Und wie immer mein Aaron Bieber 302 ist ein Custom-Messer und da kommt vielleicht auch noch was von uns. Wir wissen aber noch nicht wann, deswegen sagen wir mal noch nicht mehr dazu. Genau, ist nur ganz grob angeteasert. Das Spannende ist, das Modell wird sich früher oder später bei uns auch in der Serienproduktion wiederfinden. Mehr möchten wir an der Stelle nicht verraten. Wir befinden uns da noch voll im Entwicklungsprozess. Vielleicht bei mir kurz zum Pocket Check, ist schnell erzählt. Ihr kennt mich, ihr kennt das Kanu, was ich viel und oft dabei habe. Ist einfach mein Standardbegleiter. Hab's auch heute mich nicht extra vorbereitet für den Videodreh, sondern hat's einfach dabei. Deswegen schnell erzählt. Heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht, ganz besonders für die deutsche Community. Der Wunsch ist da, zeigt doch mal mehr Paragraph 42a-konforme Messer. Das möchten wir heute tun. Alles, was ihr hier auf dem Tisch seht, ist wirklich Paragraph 42a-konform. Ja, Max, womit fangen wir an? Was zeigen wir? Ja, ich würde sagen, wir fangen mal außen an. Das hier ist das Magnum Eternal Classic. Ganz klassisches Zweihandmesser mit einem Framelock. Sehr geil, relativ günstig mit 26,95. Ja. Edelstahl-Framelock natürlich, also in dem Preisbereich kann man jetzt kein Titan oder ähnliches erwarten. Ist vom Gewicht, wiegt sicherlich über 100 Gramm, ist trotzdem völlig in Ordnung. Also auch als EDC geeignet. Ihr kennt das Modell vielleicht, das Eternal gibt es auch als Einhandvariante im Programm, also nur für den interessierten Zuschauer am Rande erwähnt. Genau, wir haben noch schön gefräste Griffschalen für eine nice Textur, einen schönen Deep Carry Pocket Clip, also es fällt auch nicht unbedingt auf in der Tasche. Ja, grundsolider Alltagsbegleiter, würde ich sagen. Genau, Klingenstahl, wie eigentlich üblich bei uns im Magnum-Sortiment, ist 440a. Ist am Ende des Tages irgendwo auch dem Preisbereich geschuldet. Wir greifen natürlich, ihr kennt unsere Böker Plus Range, ihr kennt unsere Solingen Range. Wir greifen gern höher ins Regal, aber das lässt sich dann bei dem Preisbereich nicht realisieren. Okay, das hier ist das Cataclysm Flip Joint, kennt vielleicht auch der eine oder andere, haben wir schon was länger im Sortiment. Auch hier wieder, wir haben eine Einhandvariante, die verriegelt. Das hier ist die Flip Joint Variante, das bedeutet, sieht erstmal genauso aus, hat einen Flipper, ich kann es mit einer Hand öffnen, aber weil es eben nicht verriegelt, darf ich es einfach mit mir führen, 42a-konform. Ja. Genau. Der Flip-Joint-Mechanismus, wie ist der entstanden? Klar kann man sagen, ein Double-Detent ist jetzt nicht komplett revolutionär, hat die Welt sicherlich schon mal gesehen, aber der Gedanke kam wirklich, ich mag einfach Messer mit einer Einhandöffnung, weil sie einfach doch irgendwo für den Spieltrieb, um den Spieltrieb zu befriedigen, genau das Richtige sind. Sie machen einfach Spaß, hat man gerne dabei und trotzdem möchten wir natürlich Paragraph 42a konform sein und dann war es wirklich die Kombination der beiden Elemente. Also man hat einen Flipper, auch der Flipper hier vom Cataclysm öffnet wirklich richtig satt, funktioniert wunderbar und wir können es noch mal zeigen. Die Klinge bleibt geöffnet, aber bei einem Druck auf den Klingenrücken dann überwindet man einfach die Kraft, die durch den Detent Ball entsteht und so gilt das auch laut BKA Bescheid. Also hier war uns ganz wichtig, auch unseren Kunden Rechtssicherheit zu bieten. Wir haben einen Feststellungsbescheid für dieses Modell beim BKA erstellen lassen und haben es dementsprechend schriftlich. Findet ihr auch auf der Artikeldetailseite bei uns online, dass es sich hier um keine Arretierung handelt und dass das Messer Paragraph 42a konform ist. Genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, es verriegelt nicht ganz so stark wie jetzt ein klassischer Slipjoint, also die Klinge klappt wesentlich leichter ein. Ja. Aber ich meine, den Tod muss man halt leider sterben, wenn man gerne einen Flipper haben möchte, aber ich sag mal, für Alltagsaktivitäten jetzt ein Brief, ein Paket aufmachen, reicht das vollkommen. Ja, preislich liegt das Modell aktuell bei 66,95 €. Besonderheit ist sicherlich die doch sehr starke Klinge von 4 mm. Hat der ein oder andere auch mal kritisch angemerkt. Dadurch ist es natürlich nicht ganz so schneidfreudig, gerade weil wir den Flachschliff nicht komplett hochgezogen haben, sondern der ist noch mal leicht abgesetzt mit der markanten Rinne. Ist dementsprechend durchaus auch für ein paar robustere Arbeiten geeignet. Muss man aber dabei sagen, also es ist jetzt nicht der schneidfreudigste Begleiter. Also da haben wir sicherlich Modelle, die mit einer Klingenstärke jetzt von 2,5 mm, die dann hochgezogenen Flachschliff aufweisen, die sind da ein bisschen schnittiger. Aber auch dieses Modell hat absolut hier seine Daseinsberechtigung und gehört
Das muss man sagen, trifft eigentlich auf alle Modelle, die hier am Tisch liegen, zu den bestverkauften 42A-konformen Messer bei uns im Sortiment. Jo, machen wir weiter mit dem Tech-Tool. Haben wir gleich 2 auf dem Tisch liegen. Genau. Hier erstmal kleine Besonderheit. Wir haben natürlich die normale Tech-Tool-Klinge, die jeder kennt, schön dünn. Das ist 12C27, also auch einfach nachzuschärfen. Schneidet super gut. Ja. Und in dem Fall haben wir jetzt das Tech-Tool Fork. Also wer an der Pommesbude cool sein will, hat hier genau das richtige Messer. Genau. Genau, zweifach umsetzbarer Clip. Ist für den einen oder anderen noch einfach ein geiler Gag. Aber ich meine, hey, ab und zu braucht man doch mal eine vernünftige Gabel. Ja, absolut. Und das ist ja auch immer noch in der schlanken und leichten Bauweise umgesetzt. Das Besondere bei den Tech-Tools ist, sie haben alle eine hohlgeschliffene Klinge. Das macht sie natürlich wirklich richtig schön schnittig. Also ich mag die Tech-Tools absolut, auch wegen der Schneidperformance. Und liegt mit 62,95 auch in einem wirklich immer noch sehr attraktiven Preis-Leistungs-Bereich. Die Tech-Tools gibt es ja schon lange bei uns im Sortiment. Wir haben die Serie vor ungefähr 2 Jahren um ein Modell erweitert, auf Wunsch und in Zusammenarbeit mit den Naturensöhnen. Und daraus herausgekommen ist das Naturensöhne MK2, erkennt ihr auch an der markanten Fräsung in der schwarzen G10-Schale. Die Ausstattung ist ein bisschen anders, als wir es bislang von den Tech-Tools kennen. Max, was kannst du uns sagen, was für Besonderheiten hat das MK2? Also einmal haben wir hier natürlich wieder die geil hohlgeschliffene Klinge, das ist klar. Was wir hier noch dazu haben, natürlich passend zu den Naturensöhnen und Seven vs. Wild, ist eine Säge. Ist ein bisschen untypisch für ein so schmal gebautes Taschenmesser. Muss man auch sagen, eine Säge, die wirklich auch hervorragend funktioniert, also die wirklich richtig scharfe Zähne hat, also mit der natürlich ist man aufgrund der Sägenlänge irgendwo limitiert. Wir werden jetzt damit nicht solche Baumstämme durchbekommen, aber sie schneidet wirklich sehr gut. Ja, genau. Und das ist halt auch gerade bei Bushcraften für kleinere Arbeiten, wenn man jetzt mal irgendeinen Keil machen will oder dafür ist die super geeignet. Ja. Genau. Dazu haben wir noch, auch relativ untypisch für so eine schmale Bauweise mit eher wenig Werkzeugen, eine Zange. Ja, und das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist keine popelige Zange, bei der man das Gefühl hat, wenn man die mal ein bisschen fester anpackt, fällt sie auseinander, sondern die kann schon was. Also mit der kann man wirklich schon richtig massiv greifen. Und wie ihr an der Ausstattung erkennt, konzipiert haben wir das Modell mit den Naturensöhnen für den Einsatz bei Seven vs. Wild. Das Ganze diente als ja, so ein bisschen Backup-Messer bzw. Messer für die etwas feineren Schnitte. Neben dem Modell, was sie dabei hatten, feststehendes Messer, dann auch mit einem Scandi-Schliff. Und ihr seht an der Ausstattung, da sind wirklich sehr viele Tools dabei, anders vielleicht als man es schon mal kennt von diesen ganz dicken Taschenmessern, die über 48 Tools verfügen, man aber eigentlich keins im Alltag braucht. Also hier sind wirklich sehr, sehr nützliche Werkzeuge dabei. Genau, sonst hat man noch einen riesigen Klotz in der Hosentasche und hier ist es halt immer noch relativ schmal gehalten, fällt also auch nicht unbedingt auf. Ja. Was wir noch dazu haben, auch eher untypisch für unsere Tech-Tools, haben wir hier das erste Mal einen Zahnstocher noch mit eingebaut, ja, und eine sehr geile Pinzette. Genau, das ist so ein bisschen wirklich ein total gefeiertes Gimmick bei dem Messer. Warum? Weil die Pinzette ist wirklich vollwertig. Also das ist für die Messergröße ist das wirklich eine richtig üppige Pinzette. Auch hier wieder perfekt, um einen funktionalen Begleiter in der Tasche zu haben. Preislich liegt auch das bei 62,95 €. Ihr seht, basierend auf den wirklich doch sehr starken Ausstattungsupgrades gegenüber der Fork-Variante, also wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis und gehört nicht umsonst zu den absoluten Tops landen. Ich glaube, es ist das bestverkaufte Tech-Tool sowieso, aber gehört auch im Vergleich zu den übrigen 42A-konformen Messern ganz weit vorne in die Spitzengruppe. Okay, jetzt echt eine kleine Besonderheit, mit der wir uns auch am Anfang ein bisschen schwer getan haben. Was für ein Modell haben wir da am Tisch? Ja, genau. Hier haben wir nämlich das Sigo 42. Das ist ein Midguards-Design, ist auch verhältnismäßig dünn gehalten für einen Midguard. Muss man sagen. Also wer Midguards noch nicht kennt, Designs von Dirk Hoffmeister sind in der Regel wirklich richtige Klopper. Also das ist sowas, ja, wie soll man sagen, ist nicht persönlich sind nicht die Messer, die ich privat kaufe und nutze, aber das sind wirklich richtige Trümmer. Also damit kriegt man alles kaputt, was man kaputt kriegen will. Nur die Messer gehen nicht kaputt. Ganz robuste, richtig schwere Klötze. Das Sigo 42 dagegen ist, man sieht es, eigentlich Leichtbau at its best. Ja, dafür schneidet es natürlich auch viel besser. Ja, ja. Genau, und wir hatten an dem Modell am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Willst du dazu? Ja, Schwierigkeiten ist gut.
Wir sind natürlich sensibel, wir haben ein großes Portfolio und es gibt natürlich immer wieder Fälle, dass es doch Bedenken gibt hinsichtlich nicht nur des legalen Führens, sondern auch des legalen Besitzes. Und so sind wir doch immer sensibilisiert, wenn der Griffabschluss im rechten Winkel zum eigentlichen Griff oder zur Klinge steht, da das Ganze im ungünstigsten Fall irgendwo als Faustmesser, als Faustdolch ausgelegt werden kann, sodass wir uns auch hier genötigt sahen, einen BKA-Bescheid zu beantragen. Das Schöne ist, dass BKA nicht nur bestätigt, dass es sich nicht in irgendeiner Form als Faustmesser, Faustdolch verwenden lässt. Das heißt, es ist legal, sondern wir sind sogar noch weitergegangen. Wir haben letztendlich auch prüfen lassen, ob das Ding Paragraph 42a konform ist und das BKA hat es bestätigt. Also auch hier auf der Artikel-Detailseite findet ihr den BKA-Bescheid. Das Sigo 42 ist legal zu führen und damit natürlich blitzschnell auch in die Topsellerlisten hat es sich katapultiert. Es gibt leider ein großes Aber. Die Verfügbarkeit, wie gerade geschildert, das Modell erfreut sich extrem großer Beliebtheit, hat sich super verkauft, ist dementsprechend gerade restlos vergriffen. Schaut gerne mal bei dem Händler eures Vertrauens nach, vielleicht hat er noch einen Restbestand, ansonsten könnt ihr es natürlich schon vorordern, denn die nächste Lieferung wird natürlich auch von uns sehnsüchtig erwartet, dauert aber leider noch was. Trotzdem, zu dem Thema wollten wir es euch nicht vorenthalten, denn es ist ein absoluter Banger hier im Bereich der Paragraph 42a Konformmesser. Preislich dazu noch 56,95 ist natürlich auch relativ unschlagbar. Klingenstahl? D2? D2, ja, laut meinem Kenntnisstand auch D2 hat's. Ja, ist D2, genau. Das nur der Vollständigkeit halber. Kommt im Lieferumfang auch mit Kydex-Scheide, Kugelkette, korrekt? Jawohl, mit einer Tiefzieh-Kydex-Scheide, genau. Ja. Okay, apropos Neckknife, Kugelkette, what's next? Leichtbau, ganz genau. Als nächstes kommt natürlich unser BFF Packlight. Wenn wir schon bei leichten, skelettierten, minimalistischen Messern sind, kann das natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Hat hier eine Magna-Cut-Klinge, kennt sicherlich der eine oder andere schon. Super leichtes Teil, für den Alltag braucht man eigentlich nicht mehr. Ja, 31 Gramm wiegt das Ganze, also leichter geht es kaum. Und dazu natürlich auch schön, man kann es nicht nur als Neckknife tragen, natürlich auch mit Clip irgendwo in der Hose. Es baut oder trägt überhaupt nicht auf. Preislich liegt es bei 89,95 €. Und ich glaube, ich spreche da für uns beide, ist sicherlich eins unserer Lieblingsmesser bei uns hier aus dem Solinger Portfolio. Ja, definitiv. Ist ein Lucas Burnley Design übrigens. Genau, gibt es auch noch in Versionen mit Griffschein, beziehungsweise wenn man das Messer schon ohne Griffschein hat, kann man die bei uns nachkaufen, einfach dran schrauben. Man braucht dann allerdings eine andere Kydex-Scheide, weil klar, mit den Schalen passt es dann nicht mehr, aber auch die gibt es bei uns separat zu kaufen. Und seid gespannt. Es ist ja so, dass wir auf der SHOT Show, die ja jetzt ich glaube, übernächste Woche beginnt, unsere Neuheiten für das Jahr 2025 präsentieren. Und da gibt es auch nochmal eine Variante vom Packlight. Also seid gespannt, mehr wollen wir nicht verraten, aber haltet die Augen auf und werdet ihr natürlich auf dem Kanal früher oder später auch zu Gesicht bekommen. Okay, hier haben wir was aus der Atlas-Familie. Sollte euch grundsätzlich bekannt sein, das ist der letzte Zuwachs. Es wird aber auch hier nicht der letzte geblieben sein. Auch da seid gespannt, was die kommenden Wochen euch erwartet. Ja, Max, was können wir sagen? Atlas, gut und günstig? Ja, gut, günstig, leicht, einfach. Kann man nicht viel mit falsch machen. Ja, Klingenstahl? 12C27 in dem Fall. Das hier ist die Slipjoint-Version. Wir haben auch noch Backlog-Varianten. Ja. Ist dann natürlich auch 42a konform. Ja. Ist eigentlich eine schöne Kombi, denn also ich stehe persönlich auf All Blacks, finde ich wirklich, machen richtig was her. Und das Schöne ist, auch wenn das Messer ja dann durch die komplett schwarze Gestaltung vielleicht ein bisschen böser aussieht, ist es durch den Slipjoint-Mechanismus ja trotzdem komplett legal zu führen. Also eine ganz schöne Kombination für alle Messerfreunde, die ein kerniges Messer dabei haben möchten, trotzdem günstig und gut unterwegs sind. Ja. Ist auch ein ganz schönes Backup-Messer, weil es fällt wirklich absolut nicht auf in der Tasche. Und durch den Preis ist es jetzt auch nicht so traurig, wenn man es mal verlieren sollte oder es kaputt geht. Also wirklich ein absoluter User, wenn man mich fragt. Genau. Ja. Ja, greifen wir mal etwas höher ins Regal. Wir haben auch noch hier 2 Slipjoints auf dem Tisch liegen aus der Solinger Eigenfertigung. Was für Modelle haben wir da? Genau, da haben wir einmal unsere beiden Coffins. Von Chuck gedrehtes Design, sind beides Slipjoints bei uns aus der Eigenfertigung. Das Blaue ist das etwas ältere und jetzt haben wir neu nachgelegt. Eins mit braunen Utemikata und einer Stonewash Klinge. Auch hier wieder Magna Cut, sehr, sehr geil. Das Braune bekommt ihr für 152,95 € und das Blaue für 131,95 €.
Ja, und auch absolut schlichte Teile, aber sehr, sehr geil. Ja. Eine schön satte, solide Feder mit 90-Grad-Stopp. Kann man sich auch nicht so leicht auf die Finger klappen lassen. Deep Carry Clip. Kann man auch nichts mehr falsch machen. Ja. Also ich finde. Ja, nein, absolut. Absolut. Modell, was wir auch da wieder, glaube ich, beide sehr mögen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Preisunterschied der beiden Modelle. Es ist nicht so, dass nur die Beschalung anders ist, sondern die Ute-Mikata-Variante oder aus dem braunen Ute-Mikata ist gestonewashed und nicht nur die Klinge, sondern auch die Rückenfeder etc. Das macht den Produktionsprozess in dem Fall nochmal deutlich aufwendiger, denn wir haben trotzdem eine ganz sauber beigeschliffene ja, wie soll man sagen, Außenkontur. Genau, ja, weil die Rückenfeder wird eben nochmal ausgemacht, damit die Griffschalen auch perfekt sitzen. Und dabei geht das Finish natürlich wieder verloren. Deswegen werden die danach nochmal auseinandergebaut, wieder gestrahlt und wieder zusammengebaut. Was natürlich sehr viel Nicht nur gestrahlt, auch nochmal gestonewashed, Genau. ja, und dann zusammengebaut. Also das nur kurz zur Erklärung. Da steckt schon nochmal viel mehr Arbeit drin, damit wir aber diese schöne Optik haben, dass das Stonewash-Finish nicht nur auf der Klinge bleibt und wir dann einen, ich sag mal, einen blank geschliffenen Rücken haben. Das kennt man ja auch, aber da haben wir uns gedacht, wenn dann ganz oder gar nicht. Genau. Klingenstärke bei beiden Modellen 2,5 mm. Das ist eigentlich ein Beispiel für ein wirklich richtig schön schnittiges Messer, sowohl mit dem Magna Cut, also da hat man lange Freude und kann es wirklich lange und intensiv nutzen, bevor es dann mal nachgeschärft werden muss. Das war unsere kurze Vorstellung hier, der Paragraph 42a-konform Messer. Lasst uns doch mal wissen, was euer Favorit ist, gerne in den Kommentaren. Wie ihr wisst, haben wir in der Vergangenheit öfter schon mal ein Q&A-Video gebracht. Das möchten wir auch in Zukunft tun, brauchen aber eure Fragen aus der Community. Also, was brennt euch unter den Nägeln? Was wolltet ihr schon immer mal von uns wissen? Egal, ob es unser Produktportfolio betrifft, ob es unsere Fertigungsmethoden betrifft. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch unter den Nägeln brennt und wir nehmen die Fragen gerne in einem der kommenden Q&A-Videos auf. Okay, das war's von uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, liken. Und abonnieren. Genau, kommentieren sowieso und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.